Ja, Freunde, es ist soweit. Mal ein ehrliches Video. Wir sprechen heute über das Gewicht. Nein, nicht über meins. Nein, wir sprechen über den aktuell schwersten Panzer der Welt. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, eigentlich gerade heißt es im Sommer 2024 Noppenklötzchen Sauna. Soll uns aber nichts davon abbringen, euch hier ein Sommerset vorzustellen. Das Kobi-Set 2627 im August 2024 ist es rausgekommen. Der Challenger 2, die High-End-Waffe der britischen Armee, der aktuell schwerste Kampfpanzer der Welt. Hier das Kobi-Set 2627, quasi ein Remake eines schon mal vorhandenen Sets von Kobi. Und wie ihr schon hier auf dem Karton seht und hinter mir, können wir das Set sogar in einer 2 und 1 Version bauen. Ist das nicht was, Freunde? Also Schweiß abwischen, ein cooles Getränk herholen und dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons auf meinem Bautisch zusammen an. Ich habe ein Herz für schwere Geräte, deswegen freue ich mich hier auf den Bautisch den Challenger 2 aus der Armed Forces Serie von Kobi zu haben im Maßstab 1:35. Das Kobi-Set 2627 mit 954 Steinchen und einer Minifigur. Und ein Set, das wir aufgrund der aktuellen Geschehnisse einmal in der britischen und in der ukrainischen Variante bauen können. Wenn ich mir das Fahrzeug so angucke, wird es wahrscheinlich die britische sein. Ganz lustig, dass hier eine Autobahn bei Paderborn, die A44, auf dem Turm steht. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir das Fahrzeug. Einmal hier ein Originalfoto, das freut mich ganz besonders. Wir sehen hier, dass das A44 oder 44A wirklich das Zeichen für die britische Variante ist, die 44A, und die ukrainische Fahne dann für logischerweise die ukrainische Variante. Lustig ist die Leiter hier und ganz berühmt beim Challenger hinten auch diese Fässer, diese Zusatztanks, die wir sonst ja eigentlich nur von russischen bzw. sowjetischen Modellen kennen. Da haben wir den Motor und was ich ganz lustig finde ist, dass der Challenger eine Gemeinsamkeit hat mit vielen anderen Panzern, aber die hört ihr dann nachher bei den Fakten, deswegen braucht ihr auch gar nicht hier so auf diese Infokarte zu gucken, die bekommt ihr gleich bei meinen Infokarten. Ja, da haben wir eine ziemlich neutral gehaltene Figur mit dem typischen Schwarz für Panzer. Ganz wichtig aber ist natürlich, was sich hier im Karton versteckt. Ich hoffe nichts Schwarzes und deswegen lassen wir einmal diesen Karton, diesen sehr, sehr schweren Panzer fliegen. Ja, der Blocksy kann überschwere Panzer fliegen lassen. Ein richtiger Zauberer. Und es hat Boom gemacht, da haben wir die Anleitung einmal aus dem Bild geflitscht, sowie 3 Bauabschnittstüten im schönen Grün, die 1, die 2 und die 3. Das Einzige, was auffällt, ist, dass der Motor im Babyblau gebaut wird. Also viel NATO-Oliv, viel Schwarz und etwas Babyblau. 1, 2, 3 und eine Anleitung. Und dieses 1, 2, 3 der Bautüten ist ganz wichtig, denn wie immer erkläre ich natürlich ein bisschen die Kobi-Bauanleitung, die hier im Hochglanzdruck daherkommt, DIN A4 und Klammer gebunden. Das Schöne ist, auch gedruckt in der EU und nach allen europäischen Umweltzertifikaten erstellt. Packen wir die 3 Tüten zur Seite. Wie gesagt, wir sehen sie gleich wieder, wenn wir nämlich die erste Seite öffnen. Da sehen wir, dass wir erstmal sehr viele Bausteps haben auf den Seiten. Wir haben ja hier fast 1000 Steine zu verbauen. Und dass wir hier mit der ersten Tüte anfangen, diese aufreißen, die Steine nach unserem Gusto verteilen, nach Form oder Farbe. Gut, Farbe ist hier ein bisschen einseitig, aber einfach so, wie ihr das wollt. Wichtig ist, alle Steine aus der Tüte 1. Die verbauen wir. Wir achten zuerst natürlich hier auf diese kleine Legende, damit wir wissen, welchen Slope, welchen Wedge und welchen Tube wir hier verwenden, welchen Stein, und dann bauen wir drauf los und wir merken, der aktuelle Bauschritt ist immer der farbliche, der davor ist in so einen hier weißen Beige gehalten. Wir haben keine Seitenzahlen, deswegen arbeiten wir uns von Baustep zu Baustep, von Bautüte zu Bautüte durch. Pfeile weisen uns den Weg, wie wir was klemmen. Seht ihr hier, ab dem Baustep 69 gibt es dann die Tüte 2 zum Aufreißen und so weiter.
Anlegehilfen gibt es, da spart ihr euch ein bisschen beim Noppen zählen. Und wie immer bei Klemmbausteinanleitungen bei so vielen Herstellern, was wir hier in den Rechtecken haben, das haben wir in der Hand zum Verbauen. Fertig sind wir dann mit unserem Challenger 2 mit dem Baustep 149, wenn wir den Turm auf das Fahrwerk stecken, quasi die Hochzeit. Wie gesagt, wir überlegen uns nochmal, welche Version wir bauen. Ganz wichtig ist, hier auf der letzten Seite habt ihr mal eine Teileübersicht, wo ihr sehen könnt, welche Steine wie heißen und vor allen Dingen, wo ihr auch nachprüfen könnt, wenn euch ein Stein fehlt. Und dann könnt ihr es gleich hier unten auf der URL bei Kobi auf der Webseite monieren. Was ich besonders mag, ist immer die Werbung von Kobi. Und falls ihr gerne mal hier den T72 oder den Abrahams in den polnischen Farben sehen wollt, dann klickt einfach hier oben auf dem i. Hier ist irgendwo meine Kobi-Playlist und dann seht ihr die Videos dazu. Auch zum T72, der UdSSR oder der NVA sowie allen HIMARS-Varianten. Findet ihr alles hier oben, habe ich alle schon Videos zu gedreht. Ja, Freunde, jetzt kippen wir uns einen schönen schwarzen Tee ein mit etwas Sahne und einem Schuss Zitrone, rühren einmal schön um zur Tea Time und kriegen noch vom lieben Bloxy ein paar Infos dazu, während ihr vielleicht euren Tee mit Keksen, mit Cookies genießt. Denn das Fahrzeug wird 33 cm lang und 12,5 cm hoch und 11,5 cm breit. Das haben wir auf dem Karton nämlich euch unterschlagen, beziehungsweise auf der Rückseite stand es gar nicht drauf. So, also genießt euren Tee, genießt eure Cookies. Es ist Tea Time bei unserem Very British Gentleman, den Challenger 2. Viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Und natürlich sprechen wir über das aktuelle Vorbild dieses Kobi-Sets, das wir heute zusammen klemmen. Der Challenger 2 ist ein britischer schwerer Kampfpanzer, der seit den 90er Jahren im Dienst steht. Er wurde von der britischen Firma Vickers Defence Systems, heute BAE Systems Land and Armaments, entwickelt, um die Anforderungen der modernen Kriegsführung zu erfüllen. Die britische Armee erhielt zwischen 1994 und 1999 insgesamt 398 Fahrzeuge. Zusätzlich kaufte der Wüstenstaat Oman 38 Challenger 2 Kampfpanzer, was die Gesamtproduktionszahl auf 436 erhöht. Neben Großbritannien und dem Oman ist seit 2023 auch die Ukraine ein Nutzer dieses Panzers, nachdem 14 Einheiten an sie geliefert wurden. Der Challenger 2 ist einer der schwersten Panzer der Welt mit einem Gewicht von etwa 60 Tonnen. Seine Länge beträgt etwa 8 Meter, die Breite etwa 3 Meter und die Höhe liegt bei 2,5 Metern. Der Panzer ist mit einer Chopham-Verbundpanzerung, auch als Dorchester-Panzerung bekannt, ausgestattet. Diese fortschrittliche Panzerung bietet exzellenten Schutz gegen moderne Bedrohungen wie panzerbrechende Munition und Raketen. Zusätzlich verfügt der Panzer über ein umfassendes ABC-Schutzsystem, atomar, biologisch, chemisch, das die Besatzung vor Massenvernichtungswaffen schützt. Der Challenger 2 ist mit einer L-30-1 gezogenen 120 mm Kanone bewaffnet. Diese Kanone ist eine der wenigen gezogenen Kanonen, die in modernen Panzern verwendet wird und verschießt sowohl panzerbrechende als auch hochexplosive Munition. Die maximale Reichweite liegt bei etwa 8 Kilometern, wobei die ideale Einsatzdistanz laut ukrainischen Besatzungen bei 4,5 Kilometern liegt. Unterstützt wird die Hauptkanone durch 2 Maschinengewehre, ein 7,67 mm Koaxialmaschinengewehr und ein 12,7 mm Maschinengewehr auf dem Turm zur Abwehr von Infanterie und leicht gepanzerten Zielen. Der Challenger 2 wird von einem Rolls-Royce CV-12 Dieselmotor angetrieben, der 1200 PS leistet. Dies ermöglicht ihm eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 55 Stundenkilometern auf Straßen und rund 40 Stundenkilometern im Gelände. Die Reichweite des Panzers beträgt 500 Kilometer auf der Straße und 300 Kilometer im Gelände. Allerdings ist seine Mobilität im Vergleich zu anderen westlichen Panzern wie dem Leopard 2 und dem M1 Abrams aufgrund des geringeren Motoroutputs eingeschränkt, was vor allem in schwierigem Gelände problematisch sein kann.
Der Challenger 2 wird von einer vierköpfigen Besatzung betrieben, einem Kommandanten, einem Fahrer, einem Richtschützen und einem Ladeschützen. Diese Besatzungskonstellation ermöglicht eine effiziente Steuerung und Bedienung des Fahrzeugs im Gefecht. Die hohe Schutzwirkung der Panzerung zeigte sich besonders im Irakkrieg, wo der Challenger 2 schwere Treffer einstecken konnte, ohne dass die Besatzung ernsthaft gefährdet wurde. Im Jahr 2023 lieferte das Vereinigte Königreich 14 Challenger 2 Kampfpanzer an die Ukraine, um sie im Krieg gegen Russland zu unterstützen. Diese Panzer spielen eine wichtige Rolle in der Zerstörung feindlicher Stellungen und leichter gepanzerter Fahrzeuge. Trotz der robusten Panzerung und präzisen Bewaffnung haben sich jedoch einige Herausforderungen gezeigt. Aufgrund des Gewichts von 64 Tonnen und des verhältnismäßig schwächeren Motors hatten die ukrainischen Besatzungen Schwierigkeiten mit der Mobilität in unwegsamem Gelände. Von den gelieferten Panzern sind aktuell etwa 7 voll einsatzfähig, da Ersatzteile und Reparaturen für die restlichen Fahrzeuge aufgrund logistischer Herausforderungen zeitweise ausbleiben. Der Challenger 2 wird derzeit im Rahmen des Challenger 2 Life Extension Programms modernisiert, um ihn auch in den kommenden Jahrzehnten einsatzfähig zu halten. Zu den Modernisierungen gehören unter anderem verbesserte Zielsysteme, neue Elektronik und modernere Munition. Diese Verbesserungen sollen den Panzer an die Anforderungen moderner Gefechtsführung anpassen und seine Überlebensfähigkeit auf dem Schlachtfeld weiter steigern. Vom Challenger 2 gibt es bisher außer dem Ausgangsmodell nur eine Variante, den Challenger 2E. Der Hauptunterschied zum Challenger 2 besteht in der Motorisierung. Der Challenger 2E ist mit dem V12 Dieselmotor Euro Powerpack MT 883 K500 von MTU mit 1500 PS bzw. 1103 Kilowatt. Insgesamt kann man sagen, dass der Challenger 2 einer der am besten gepanzerten Panzer der Welt ist. Ja, Freunde, das waren die Fakten zum Main Battle Tank Number 1 aus Großbritannien, den Challenger 2. Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß beim Klemmbaustein Review zu eben diesen, den aktuellen Kubi-Set 2627. Vom ganzen Herzen viel Spaß. Nach 3 Stunden Bauzeit steht er da, unser Challenger 2, Challenger 2 aus der Armed Forces Serie, das Set 2627 von Kubi. 954 Steinchen und eine Minifigur. Und ihr seht es schon hier, man kann dieses Fahrzeug ja in 2 Varianten bauen. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr vielleicht gesehen, dass ich das Fahrzeug gebaut habe. Zuerst als britische Version, dann habe ich danach die Fotos gemacht, die ihr natürlich gleich hier nach dieser Besprechung seht. Und da die letzte Variante dann natürlich die ukrainische war, habe ich dann die ukrainische gebaut. Wir schauen uns aber gleich auch hier noch, während ich reviewe, die britische Version an. Also es hat gar keine richtigen Gründe, warum ich euch jetzt als erstes hier die ukrainische zeige, außer die, dass ich die britische gebaut habe, die Fotos gemacht habe, dann umgebaut habe auf die ukrainische, dann weitere Fotos gemacht habe und jetzt hier mit euch das Review mache. Parallel dazu habe ich natürlich hier mal 2 Kubi-Fahrzeuge auf meinen Bautisch gestellt, die ukrainischen Bezug haben. Rechts habt ihr es vielleicht erkannt, der Leopard 1 aus der World of Tanks Serie, die 3037, auch im Maßstab 1:35 aus 2019. Und hier den T72 M1R, das Kubi-Set 2624 aus 2023. Wir haben mittlerweile ja mehr Kubi-Sets mit Ukraine-Bezug, zum Beispiel die F-16, die jetzt im Sommer kommt. Und wir haben Varianten der Ghost of Kiev sowie das HIMARS-System. Das müssten eigentlich weitere, also alle sein, die ich kenne. Sollte noch was fehlen, dann gerne Kommentare mir dazu schreiben und unten dann kann ich es nachlesen. Also ich meine, das müssten eigentlich alle Varianten sein. Hier nicht wundern, den Leopard 1, den habe ich gemockt, dank der lieben Hilfe eines tollen, netten Freundes aus der Kubi-Community, der Putzhilfe. Kennt ihr vielleicht, ich verlinke mal seinen Instagram-Account unten in der Videobeschreibung.
findet ihr auch diese nette Person auf meinem Discord, ein begnadeter Mocker, der mir hier geholfen hat, ein Color Change Modell nämlich herzustellen des Kobi-Sets 3037, denn das ist ja eigentlich grau. Grau ist hier an unseren Challenger 2 eigentlich nicht viel, außer vielleicht die Minifigur. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, und deswegen war mir wichtig, hier mal den T72 und den Leopard 1 daneben zu stellen. Es ist ein großes 1:35er Set und es ist ein generell großes Kobi-Set. Dieses Fahrzeug hat mir richtig Spaß gemacht zu bauen und ich habe hier eigentlich, vielleicht außer dem Preis, aber wenn ihr meine Infokarte gesehen habt, ist das eigentlich auch kein schlechter Preis für die Anzahl Steine. Es sind ja fast 1000 Stück. Und der Bauspaß ist hier auch wirklich gegeben, denn es ist ein richtiger Brecher. Also wirklich für so einen schweren Panzer, wie der Challenger 2 ja auch im Vorbild ist dieses Fahrzeug auch richtig schwer. Fangen wir wie immer an mit der Bauanleitung. Ich habe hier wirklich nichts zu meckern gehabt. Mir fällt hier wirklich nicht ein, was ich sagen kann, wo ich meckern kann. Also sie ist ganz klar gegliedert. Ganz cool auch mal hier nicht ausgegraut, sondern so ausgeweißt oder ganz hellgrau. Also die Bausteps, die wir nicht bauen, sind ja hier im hellgrau gehalten. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht, dieses Set zu klemmen. Und ich glaube, ja, 10 plus ist auch hier wirklich ein Alter, also ab 10 Jahren, was man braucht, um dieses Fahrzeug zu bauen. Dadurch, dass es eigentlich relativ viele große Steine hat und man massiv baut, gibt es hier eigentlich, ja, das ist ein gutes Einstiegsalter, sage ich mal, für ein Kobi-Set. Was wichtig ist natürlich hier, wir haben eine Menge Steine über, aus dem einfachen Grund, weil wir natürlich hier zwei Varianten bauen. Wie gesagt, wir schauen uns gleich hier auch noch auf den Bautisch mit dann anderen britischen Panzern umrandet die Challenger 2 Version an, die dann britisch gemarkt ist. Fangen wir mit der Figur dann an, wir machen weiter. Ihr seht sie rechts dann nochmal in groß, die Figur, die ich hier mal ja, ukrainisiert habe, denn da ist ja so ein Helm dabei mit Headset und wir sehen hier schwarz, so typisch für ein Panzerkombi und wir sehen auch hier so eine Tarnweste bzw. so eine Panzerkombi, so eine Overall, der hier auch so einen Klett- oder Reißverschluss hat an dieser Figur. Die guckt ganz freundlich, hat diesen grauen Helm, den wir bei Kobi schon ganz lange kennen. Also ich finde es immer wieder gut, dass Kobi Teile recycelt bzw. nicht rauslöscht aus dem Inventar. Und das Coole bei dieser Figur ist, sie ist auch von hinten bedruckt und wirkt halt so relativ neutral. Ich zeige euch die Figur dann nachher, gleich, wenn wir über die britische Version sprechen, noch einmal ja, britannisiert, denn wir haben ja noch ein Barett dabei, das eine Krone trägt und ich denke mal, das ist dann die für die britische Version. Also ich hätte mir hier auch, hätte ich es gewusst, wie toll dieses Fahrzeug ist, den Panzer wirklich zweimal gekauft, dann hätte ich euch beide Versionen gleich zeigen können. Aber wir machen einen kleinen Trick gleich und dann seht ihr auch noch die britische Version. Hier haben wir dann unser kleinen Typenstein, unseren Slope, hier einmal 4er mit den Challenger 2 und den Maßstab 1:35. Und wie gesagt, dieses Fahrzeug wirkt eigentlich gar nicht wie ein 1:35er Fahrzeug, eher wie ein 1:28er Fahrzeug, was aber daran liegt, dass es so groß ist. Wie gesagt, da der T72, da der Leopard 1. Schauen wir es uns jetzt einmal an. Und warum ich jetzt öfter immer mal die Fahnen hinlege, ist A, weil ich so großer Fahnensammler bin, B, weil es immer ganz gut passt und C, weil ich dann den Fahrtest hier auf meinen Bautisch besser machen kann, weil der ja sehr glatt ist und da die Ketten immer dann durchrutschen. Und ihr seht schon hier, es rollt sich super, dieses Fahrzeug. Vorab, was ich richtig cool finde und ich habe es euch gerade schon gesagt mit den Teilen recyceln, Kobi hat bei der ersten Version des Challengers 2, den es damals ja schon mal gab, ich meine 2614, da gab es so ein Kanonenrohrformteil auch schon mal, wie wir es jetzt hier haben. Es sind eigentlich zwei Teile und genau so hat das Kobi auch wiederverwendet. Was ich aber nicht schlimm finde, denn gerade der Challenger 2 hat ja hier wirklich charakteristische Optiken und das passt ganz gut. Ich halte ihn jetzt einmal kurz vor die Kamera, weil wir uns ja die Drucke anschauen wollen, beziehungsweise die Einzelheiten des Fahrzeugs. Es hat diese typische Challenger 2 Form. Übrigens ist das so ein kleines Problemchen hier, dass man die Steine ganz genau festdrücken muss, damit man den Turm drehen kann. Das ist nämlich hier zum Beispiel die Motorabdeckung. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen und dann kann der Turm erst sich drehen. Seht ihr das? Das ist ganz knapp. So, aber den Motor schauen wir uns gleich auch noch an. Eins nach dem anderen. Also,
Wir sehen hier die ukrainische Flagge. Wir haben hier Drucke von verschiedenen, ja, entweder sind das Vernietungen oder Luken, Tankstutzen vielleicht. Wir haben hier vorne die Luken, auch hier einen großen Druck. Wir haben hier in der Kanone sogar einen Stein in Dark Transclear, einen 1x1 Round Stein, also Round Plate, wahrscheinlich auch eine Optik. Wir haben hier unten die 70. Da weiß ich gar nicht, ob die bei ukrainischen Fahrzeugen auch so ist, aber die ist halt, da gibt es keinen Wechselstein für. Hier vorne haben wir Drucke dieser Haken und dann haben wir hier auch nochmal die ukrainische Fahne und da sehen wir auch dann hier wieder die gleichen Kreise und sonst haben wir hier keine weiteren Drucke in der Version. Sonst kommt das Fahrzeug sehr oliv daher und es hat einfach Spaß gemacht zu bauen. Es sieht wirklich cool aus. Es ist massiv. Ich nehme mal kurz den Turm ab, dann zeige ich euch mal, wie massiv das ist. Das ist hier alles massiv gebaut. Richtig cool. Die Leiter, okay, gut. Die hätte man vielleicht optional, hätte man hier vielleicht noch Steine einfach mit 2 1x1, hätte man das auch ohne Leiter bauen können. Ich weiß nicht, ob die immer dabei ist. Aber ach halt, hier seht ihr auch noch Drücke. Gut, dass wir es besprechen. Hier auch für die Optiken. Also richtig massiv. Und ich habe auch einen Stein über, das kann ich euch zeigen, einen großen 2x3er Brick hier, den ich wahrscheinlich hier drinnen irgendwo vergessen habe, aber ja, das ist so massiv gebaut, das fällt gar nicht auf. Was mir gefällt, ist, dass wir hier in dieser Bauschritttechnik, in dieser Seite hier, bei diesem Wedge Plate oder Wedge Teil, vielmehr so ist das richtig, haben wir hier drunter eine Hinge verbaut. Das kann man jetzt nicht gut sehen, aber dass man diese schräge Form hinkriegt und hier klemmt man dann diese Steine so auf eine Noppe und kriegt somit einen schrägen Ansatz mit einer Hingeplate. Richtig cool, eine clevere Bautechnik. Hier Nebelwurftöpfe, wir haben ein deutsches Maschinengewehr, was wahrscheinlich bei der ukrainischen Version des Challengers ganz gut passt, bei der britischen glaube ich nicht. Wir haben hier ganz cool, wer auf Zubehör steht, ein paar Kanister und von unten hier halt mal auch eine andere Bautechnik für den Turm. Wir haben hier 2 oder beziehungsweise 4 Noppen von diesen Jumper Plates, diese 2x2er, nach unten ragend auf dann hier das Chassis, wo wir dann umgekehrt so einen Zapfenstein in 4x4 haben. Das Laufwerk sieht auch richtig cool aus, schön modern. Könnt es fast vergleichen mit dem vom Leopard oder beziehungsweise von anderen westlichen Panzern. Ich finde ja eh, wenn Kubi jetzt hier den Challenger 2 hat, dann muss der K2 kommen aus Korea, beziehungsweise ja eh bald bei Polen. Deswegen glaube ich auch, er kommt bald in so einem Maßstab. In 1,72 gibt es ihn ja schon. Aber zum Beispiel der Leclerc aus Frankreich fehlt ja noch, wo jetzt ja auch quasi halb irgendwie auch ein deutscher Panzer ist oder wird. Ja, auf jeden Fall sieht das ganz cool aus. Hier hinten auch dieses zackige Rad, das gefällt mir ganz gut. Also, dass wir hier das Rad in die kleineren Räder reindrücken. Ihr seht hier, wir haben ja so drei Zacken, das finde ich ganz gut. Also 3 Zackenreihen, das finde ich ganz gut. Von hinten auch ganz cool. Hier diese Rückleuchten und diese ja eigentlich untypischen Zusatztanks für westliche Panzer kennen wir sonst ja nur von Panzern aus der Sowjetunion. Und auch, dass wir hier mal mit diesen Halbsteinen, also die nicht wirklich 1x2 sind von Kubi bauen, weil wir hier solche Schlitze andeuten, das gefällt mir auch richtig gut. Ja, Freunde, achso, ja, und diese roten Bars, wo ich gar nicht weiß, wofür sie sind. Jetzt habe ich euch viel hier in dieser ukrainischen Version gezeigt und da der Turm eh gerade da liegt, denke ich mir, wird es mal an der Zeit, dass ich euch die britische Version zeige und das machen wir, wie gesagt, mit einem kleinen Trick, liebe Freunde. Ja, Freunde, und da haben wir nun die britische Version unseres Challenger 2 von Kubi und wir erkennen es gleich hier an den Markings DS52AA. Warum, weshalb, wieso, welches Fahrzeug, welche Einheit, das erzähle ich euch nachher bei den Fakt 2, wenn ihr Detailbilder von dem Fahrzeug seht. Und hier die 44A an der Seite hier auf dem Slope und hier am Turm noch einmal. Das sind die 3 größten Merkmale und auch wieder hier, ihr merkt es, man muss wirklich aufpassen hier hinten mit der Motorabdeckung, dass man den Turm so drehen kann und jetzt geht es auch. Aber ihr habt es ja nicht gesagt, ich sag's euch, ich will es euch sagen, die Motorabdeckung habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Was ich euch gesagt habe, ist hier oben, wir sehen auf der Figur beim Barett jetzt hier die Krone und einen stilisierten Panzer, der bei diesem Tampondruck so ja semi gut zu erkennen ist.
Was ich krass finde, ist ja immer, wenn man diese Hochglanzbilder bei Kobi auf den Kartons sieht, die sind ja mit einer eigenen Software irgendwie gerendert, ähnlich wie Stat.io bei Lego. Man sieht bei Kobi ja nie Angusspunkte auf diesen Kartons. Hier oben seht ihr aber eine ganze Menge bei den Wedges hier. Quatsch, bei den Slopes. Wedges sind ja hier solche Sachen. Und gutes Beispiel, dass ich mich hier versprochen habe, als wäre es geplant, denn ich wollte euch diesen Baustep ja zeigen, hier mit der Wedge-Teil. Da seht ihr es, hier bauen wir eine C-Clamp ein, da haben wir dann dieses Wedge-Teil, beziehungsweise diesen Teilverbund, den wir hier reinbauen. Wir haben also dann quasi eine Art Hinge-Element und dann wird es nach unten gedrückt und auf die Noppe, die hier ist, die wir hier sehen, dann draufgebaut und somit ja halb verklemmt. Richtig cool und somit kriegen wir dann diese schräge Form dahin. Das finde ich gut. Also ein Versprecher, den ich noch richtig genutzt habe, als hätte ich es geplant. Wir haben so natürlich nun eine ganze Menge Steine über und was ich gut finde ist, dass diese Steine für die Markierungen 1:4er Bricks sind. Das heißt, auch wenn wir hier die ukrainische Flagge drauf haben, wir sie nicht wollen, können wir sie ja andersrum verbauen. Also dann diesen Stein so, das gefällt mir ganz gut. Und wir haben auch, wenn wir die britische Version bauen, dann hier so einen 2x2er Slope-Stein über. Also generell sind diese Wechselsets immer ganz cool, wenn man viele Steine über hat. Aber Freunde, was ich euch sagen kann, das ewige Auseinanderbauen macht natürlich bei Kobi-Sets keinen Spaß. Die Qualität leidet hier bei so einem neuen Set natürlich überhaupt nicht. Aber wenn man wirklich beide Versionen haben will, dann muss man sich am besten, ja logischerweise beide kaufen, weil dieses ewige Umbauen, das ist gerade hier oder bei diesem massiven Turmbau hier überhaupt nicht spaßig. Was ich spaßig finde und deswegen, ich habe es euch ja versprochen, wir haben jetzt hier die britische Flagge und wir haben hier britische Panzer. Ich habe euch mal hier die Matilda von dem Battle of Arras Set daneben platziert. Auch ein Panzer in 1:35 und so kann man mal richtig hier sehen, wie groß dieser moderne Kampfpanzer der britischen Streitkräfte ist. Er hat auch einen sehr großen deutschen Bezug. Warum, weshalb, wieso? Wie gesagt, hören wir gleich nochmal, wenn ich euch hier nicht mehr das Fahrzeug zeige, sondern gleich bei den Fotos. Was ich euch aber noch zeigen muss, ist der Motor. Und eine Sache, wir haben hier eine Klappe mit der typischen Kobi-Bauweise eines 1x2er Steins, einer Plate mit Ring und da drinnen eine Bar mit C-Clamp und da drauf hier so eine 2x3er Flat-Teil. Aber eigentlich kann man so gut wie gar nicht hier diese Klappe hoch machen, weil man kommt A mit dem Fingernagel schwer drunter und B einmal so verbaut, steckt es so tief drinne, dass man es gar nicht mehr verwenden kann. Bei den Bildern gleich könnt ihr es sehen und ich kann es euch auch noch mal kurz in der Anleitung zeigen, wie es gedacht ist. Heute machen wir mal ein ausführliches Review, aber ich muss kurz blättern. Hier seht ihr es, das ist diese Bauweise, die wir bei Luken bei Kobi oft haben. Da wird sie reingesteckt. Man kriegt es aber kaum hoch. Hahaha, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt, aber ja, erstmal ist kaum Platz da vorne. Und zweitens, wie gesagt, kommt man hier kaum drunter. Was man aber hochkriegt und was wir auch immer mal wieder dann ja, anfassen müssen, ist nämlich hier diese Motorraumabdeckung. Was ich euch noch zeigen will, weil ich es ganz cool finde, ist, dass wir hier angedeutet eine Rohrhalterung haben, weil das Fahrzeug ja im Marsch eigentlich so hier unterwegs ist. Das heißt, man fährt dann nach hier. Also das ist, um das Rohr zu schonen, um die Aufhängung zu schonen, ist eigentlich wie bei vielen westlichen Kampfpanzern so. Und die Figur ist dann natürlich eigentlich falsch rum. Und auch die Luken sind dann eigentlich falsch. Aber na gut, das ist bei Kobi-Sets oft so, dass man die Luken immer mal so ein bisschen drehen muss, wenn man die Figur, sage ich mal, in eine andere Richtung positionieren möchte. Ich zeige euch gleich den Motorraum. Was ich noch ganz gut finde, sind hier diese Stahlseile und von unten diese Bauweise, die wir jetzt ja auch schon kennen, hier auf der Seite liegend mit dann oben die Noppen. Hier sehen wir nämlich teilweise die Brackets von unten, also richtig cool. Jetzt aber wie versprochen der Motor, der, ja, und das habt ihr vielleicht bei den Fakten gehört, hier ist es ein Rolls-Royce Motor. Da haben wir ihn im Babyblau und Metallic und Rot. Das finde ich ziemlich cool. Also hat Spaß gemacht zu bauen. Wir können ihn nicht rausnehmen. Aber beim Challenger E ist es dann wieder ein MTU-Motor, wie bei vielen, vielen westlichen Kampfpanzern, wie natürlich beim MTU-motorisierten Leopard oder jetzt auch in der Challenger E-Version. Und es gibt noch viele andere Kampfpanzer, die eine Antriebseinheit von MTU haben. Und sogar der Bradley hat deutsche Getriebe. Teile, auch wenn diese natürlich dann eine Gasturbine hat. Das wollte ich euch noch zeigen, hier diese babyblaue Motoreinheit. Trotzdem haben wir hier auch rote Steine-Elemente und viel Metallic hier. Das macht wirklich Spaß und auch hier diese
Bars oder auch die Corners hier und auch dieses Steinchen ist eigentlich ja ein Teil für bei Flugzeugen oft die Radaufhängung, hinten das Spornrad. Das hat Kobi hier als Röhrensystem für den Motor verwendet. Und das finde ich cool. Ich habe es echt gesagt. In diesem Set sieht man moderne Bauweisen, aber auch vieles, was Kobi eigentlich schon irgendwie immer macht. Und deswegen macht mir dieser 1:35 Panzer hier richtig, richtig Spaß. Und ich hoffe, auch er macht euch Spaß, hier wenigstens bei meinem Review. Denn ihr bekommt jetzt noch Detailbilder, wo ihr dann wirklich nochmal en Detail, deswegen sind Detailbilder, euch das Fahrzeug anschauen könnt. Und was ich noch gar nicht gesagt habe, ich liebe einfach hier diese schräge Bauweise. Mit diesen Wedge-Steinen, diesen größeren mit den Versatz drin, hat Kobi eine tolle Steinform geliefert für viele Düsenjäger und auch für viele Panzer. Zum Beispiel auch der polnische Abrams hat ja diese schrägen Steine, richtig cool. Und dann natürlich hier die Slopes an der Seite. Und was ich zum Abschluss noch sagen möchte, wobei ich jetzt hier schon fast an 20 Minuten komme, nur diese Setbesprechung hier auf dem Bautisch mit den Fahnen, dass, wenn man mal sich die alten britischen Panzer anguckt, dann doch irgendwie eine Evolution sieht, fast hierhin zum Challenger 2. Das finde ich ziemlich klasse, gerade wenn man hier auch die schräge Panzerung sich anschaut. Gut, schräge Panzerung ist normal bei Panzern, das ist ein genereller Innovationssprung, aber ich finde, man sieht schon irgendwie familiär, dass da was zusammengehört. So, was zu meinen Videos immer gehört, sind die versprochenen und schon x-mal erwähnten Detailbilder. Bei diesen wünsche ich euch jetzt viel Spaß und dann sehen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Bilder, um euch alle Details nochmal unabhängig von meinen Eindrücken eben gerade anzuschauen. Und während wir uns hier diese Bilder angucken, habe ich ja wie versprochen noch ein paar Fakten für euch. Nämlich zum Fahrzeug. Das Fahrzeug, was ja das Kennzeichen DS52AA hat, ist ein Fahrzeug der Queen's Royal Hussars mit den Callsign hier 44A. In echt hatte es aber die 11. Das Fahrzeug war stationiert im Sennelager, kennt ihr bestimmt. Deswegen war mir auch wichtig, hier die 44A zu bauen, denn Paderborn und Sennelager, das ist ja alles in Nordrhein-Westfalen und da geht ja auch die deutsche Autobahn A44 lang, deswegen fand ich das eigentlich ganz lustig. Generell, diese Queen's Hussars, die wurden, eine deutsche Erfindung nämlich, am 1.9.1993 in Fallingbostel aufgestellt und dann später nach Sennelager umstationiert. Heute, wie alle britischen oder fast alle britischen Streitkräfte, die mal in Deutschland stationiert waren, sind die Queen's Royal Hussars in Titworth Camp in England stationiert, um genau zu sein, seit 2019. Ja, das waren die Fakten zu diesem Fahrzeug. Nochmal oben drauf. Alle weiteren Infos zum Set findet ihr natürlich A, sowieso in diesem Video und B, unten in der Videobeschreibung sowie natürlich Links zu meinen Shop-Partner oder zu meinen Merch-Shop. Schaut mal vorbei, ich habe da einige lustige neue T-Shirts designt und auch der Link, um Kanalmitglied zu werden, ist dort auch zu finden. Ja, Freunde, das waren jetzt hier quasi die Fakten Nummer 2. Jetzt schauen wir uns aber wirklich zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich T-Shirts wechseln kann, beziehungsweise nicht pudern muss im Gesicht, was eigentlich nichts bringt, weil es hier so warm ist. Sommer 2024 und das Drehen von Klemmbaustein-Reviews mit viel Beleuchtung, das verträgt sich nicht so gut, beziehungsweise heißt das viel trinken. Viel trinken oder viel schlucken tut wahrscheinlich auch dieses Fahrzeug, das im Original ja wirklich einer der schwersten Kampfpanzer ist, wobei es nicht ganz stimmt. Dieser Intro-Gag ist ein bisschen überholt eigentlich, weil die modernen Panzer wie der K2 und wie sie alle heißen, ja mittlerweile immer weiter ausgebaut werden und durch verschiedene Rüstkits, Rüstsätze diese Panzer auch immer etwas abweichen von ihren normalen Grundkonfigurationen und dadurch auch teilweise schwerer sind als hier der Challenger 2. In der Grundkombi ist er aber mit diesen 60, noch was Tonnen der schwerste Main Battle Tank zur Zeit. Ja, schwer passt aber auch, weil ich sage, er ist schwer in Ordnung. Es ist vielleicht mein schönstes 1:35er Panzerchen, was ich in letzter Zeit geklemmt habe, auch wenn es so nur in grün daherkommt. Diese massiven Bauweise, diese toll laufenden Ketten, die Details beim Motor und ja auch diesen aktuellen Bezug. Ich mag die Serie der Armed Forces richtig gern, machen dieses Set für mich
rund. Eigentlich als Sammler müsste ich es mir nochmal kaufen, denn ich habe alle Sets mit ukrainischem Bezug, aber ich wollte jetzt mal endlich hier die britische Version haben, denn das erste Modell, die 2614, war ja auch die britische. Ich glaube, die war sogar noch in Kooperation mit dem Tank Museum in Bovington. Ich blende euch mal kurz hier den Karton ein. Ja, irgendwann wird auch dann diese Version bei mir nochmal geklemmt, denn ich möchte euch ja alle Kobi-Sets, die es mal gab, präsentieren. Es ist ein Wunschtraum, aber der Weg ist das Ziel. Schreibt mir eure Meinung mal zu diesem Set unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise darunter, denn da ist die Kommentarsektion. Und wenn ihr dabei seid, vielleicht könnt ihr mir ja mal euer Geheimnis verraten, wie ihr euer Klemmbaustein-Hobby im Sommer auslebt. Oder sagt ihr, nee, Grillen, Baden und Urlaub gehen vor. Lasst mich das gerne mal wissen. Wahrscheinlich hoffe ich doch, dass der ein oder andere genauso verrückt ist wie ich und auch bei 35 plus Grad in seiner Wohnung sitzt und Kobi oder Klemmbausteine generell klemmt. Lasst es mich wissen. In diesem Sinne, ja, gut schwitzt. Nein, wie immer bei einem Panzerchen, was hier auch nur ein Auto ist, wünsche ich euch eine gute Fahrt. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.